Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Fujitsu Livebook und zwar ein A3510 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man bei dem Gerät auf der Rückseite, und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell kann man auch sagen, dass bei dem Gerät ein Displaytausch relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Es ist allerdings so, dadurch, dass das hier hinten so ein bisschen verkantet ist, muss man die Bodenplatte auf jeden Fall lösen. Das zeige ich euch aber gleich. Bei der Tastatur ist es so, die kann man von oben aus dem Gerät rausnehmen. Man muss dafür 2 Schrauben lösen. Das zeige ich euch später nochmal im Detail. Das eine ist die Schraube, die unter der Gummischiene sitzt. Und auch unter der Serviceabdeckung gibt es eine Schraube. Aber es reicht, wenn man die beiden rausnimmt und dann kann man die Tastatur von oben einfach nach oben hin raushebeln. Also da kann man wirklich hier dazwischen gehen und das dann nach oben hin weghebeln und die so einzeln tauschen. Das Gerät hat hier die Besonderheit, dass man an viele Sachen direkt nur über den Service-Schacht rankommt und der wird hier nur von einer Schraube gehalten. Wenn man die gelöst hat, kann man hier in die kleinen Ausbuchtungen gehen und die Serviceplatte quasi nach oben hin einfach abziehen. Und dann sehen wir direkt, dass man so an den RAM dran kommt. Man kommt auch an die SSD dran und auch der Akku sitzt direkt hier und lässt sich super einfach tauschen. Genau, und für den Akku braucht man nichts weiter zu machen, als den zu entriegeln. Das ist dieser Schalter hier. Den schiebt man nach rechts. Sieht man auch, wie das dann hier ein- und ausrastet. Und dann kann man den hier einfach nach oben hin rausziehen und hat den wirklich in 0, nix ausgebaut und kann den so auch tauschen. Der RAM ist jetzt hier nur ein Slot bestückt. Ist auch super einfach zu tauschen. Man muss nur die beiden silbernen Klammern an der Seite hier so ein bisschen nach außen ziehen. Und dann kommt der einem quasi schon entgegen. Und so nimmt man den einfach aus dem Slot. Und ja, der Einbau ist natürlich genauso einfach. Der kommt wieder zurück in den Slot, bis ganz nach hinten reinschieben. Und dann drückt man den nach unten, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Ähnlich einfach ist auch die SSD. Die wird nämlich nur von dieser einen Schraube hier unten gehalten. Und dann kommt die einem hier auch schon entgegen. Und die kann man dann einfach nach hinten aus dem Slot ziehen und gegebenenfalls tauschen. Und auch hier ist der Einbau super einfach. Die kommt nämlich einfach wieder zurück. Wird nach unten gedrückt und verschraubt. In dem Fall lasse ich die SSD jetzt aber draußen, weil, und das ist wichtig, die SSD muss man auf jeden Fall ausbauen, bevor man die Unterseite lösen will oder muss oder möchte. Bevor wir jetzt weitermachen, aber noch schnell einmal zur Tastatur. Und zwar kann man hier sehen, da steht auch drauf Keyboard, also KB. Wenn man diese Schraube hier löst, plus die Schraube, die hier unten drunter ist, und wie gesagt, das kann man einfach mit einem dünnen Gegenstand
kann man die Gummiabdeckung hier abmachen und sobald man die beiden gelöst hat, kann man schon die Tastatur, wie eingangs gezeigt, rausnehmen. So, sollte man jetzt doch die komplette Bodenplatte abnehmen müssen, dann, ich erwähne das hier auch nochmal, Service-Schacht weg, Akku raus natürlich und auf jeden Fall auch die SSD raus. Und unter der Serviceabdeckung und auch unter dem Akku sitzen nämlich Schrauben, die man lösen muss. Das heißt, einmal die Schrauben hier außen, die auch von außen direkt sichtbar sind. Und dann gibt es eben auch unter der Serviceabdeckung jeweils noch Schrauben, die man rausnehmen muss. Auch die hier nicht vergessen unter dem Akku. Und hier ist es so, dass die Schrauben an sich alle gleich lang sind. Die einzigen Ausnahmen ist die Schraube von der Serviceabdeckung selber und die Schraube, die unter dem Akku ist. Die beiden sind ein bisschen kleiner, sollte man also getrennt aufbewahren. Der Rest ist gleich lang. Ich habe hier übrigens für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset benutzt. Ich finde das super praktisch, dass sind nämlich alle Aufsätze, die man so gebrauchen kann, direkt mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und alle Schrauben, die wir bisher so hatten, sind alle ganz normale Kreuzschrauben. Und dafür verwende ich hier ein PH0. So, bevor wir jetzt die Unterseite abmachen, nehmen wir auch noch das Laufwerk raus. Das wird auch von der Schraube hier gehalten, das heißt, die ist sowieso schon draußen. Und auch wenn das theoretisch nicht notwendig ist, ist das doch um einiges praktischer, wenn das Laufwerk draußen ist. Das kann man hier einfach zur Seite hin rausziehen und dann stört das auch nicht mehr. Und dann zeige ich euch mal, wo die Unterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Ich hoffe, dass man das hier einigermaßen sehen kann. Hier läuft die Linie entlang und geht dann so auch einmal um das Gerät herum. Genau hier. Und zum Öffnen selber nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann versuche ich quasi zwischen Unterseite und Gehäuse eine kleine Öffnung zu finden, wie hier. Und dann die Unterseite mit so ein bisschen Wippen und hin und her rutschen nach oben hin wegzuhebeln. Und das kann manchmal durchaus ein bisschen knacken. Da braucht man aber keine Angst zu haben. Das ist einfach, wenn sich die Unterseite löst. Wenn die Einraststellen sich lösen, dann knackt das manchmal ein bisschen. Das ist normal. Und so arbeite ich mich dann einmal um das Gerät herum. Meistens kann man dann schon mit den Fingern drunter fassen. Sollte das mal nicht so gut gehen, macht man einfach so um das Gerät herum weiter. Einfach nichts mit Gewalt. Das löst sich alles sehr schön, fast von alleine. Und dann kann man die Gehäuseunterseite einfach irgendwann abnehmen. Und so sieht die dann von innen aus. Und so das Gerät. Gut, was wir jetzt hier noch sehen können, ist, dass hier unten Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte ist. Hier ist sogar das Gehäuse schon dabei und die wird dann hier eingebaut, seitlich verschraubt und da an das Mainboard angeschlossen. Und wir sehen hier auch noch den Lüfter und den Heatsink, der die GPU kühlt. Das Touchpad kann man jetzt hier bei dem Modell nicht separat tauschen. Das kommt zusammen mit dem Topcase. Was man dafür allerdings tauschen kann, ist der Lüfter. Der wird nämlich nur von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Die muss man rausnehmen und auch das Lüfterkabel, das läuft hier lang, muss man trennen. Und da ist es so, auch wenn der Kabelbund hier relativ dick ist, ich bin trotzdem immer ein Fan davon, das direkt am Stecker selber zu greifen und dann so nach hinten zu ziehen.
Da umgeht man einfach jede Möglichkeit, dass da irgendwas reißt. Hat man die beiden Schrauben dann gelöst und das Lüfterkabel getrennt, kann man den Lüfter einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und dann eben gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Und je nachdem, wie der geliefert wird, wie rum das Kabel hier gedreht ist, sei noch anzumerken, dass die Kontakte, die man hier auf einer Seite sehen kann, nach oben zeigen, wenn man den Lüfter wieder verbindet. Und ich verbinde auch gerne das Kabel zuerst, dann hat man einfach ein bisschen mehr Platz. Da auf jeden Fall darauf achten, dass das richtig drin steckt, wirklich bis zum Anschlag. Und dann muss man den Lüfter nur noch wieder zurück auf seine Position legen, auf die Gewinde. Da und da. Muss den einfach wieder verschrauben und hat das wirklich super schnell hier erledigt. Gut, den Zusammenbau beginnen wir hier mit der Bodenplatte, die wir einfach wieder drauflegen und nach unten drücken. Und da kann man ruhig auch durchaus ein bisschen fester drücken. Da gibt es überall Einraststellen. Ich schaue auch immer so einmal um das Gerät, dass da wirklich alles zu ist und keine Lücken mehr drin sind oder zu sehen sind. Und dann auf jeden Fall die Schraube unter dem Akku einbauen. Auch die SSD kann man jetzt wieder einbauen. Und natürlich verschrauben. So, danach auf jeden Fall erstmal die Schraube unter dem Akku wieder reinmachen und auf jeden Fall auch darauf achten, dass man das Laufwerk wieder mit reinschiebt, bevor man hier zuschraubt, weil das ist ja unter anderem diese Schraube hier. Ja, und dann kann man den Akku wieder einlegen, der ist ja absolut passgenau. Der muss nur hier richtig verriegelt werden. Und dann kann man die restlichen Schrauben, die hier unter der Serviceabdeckung sind, wieder reindrehen. Und die Abdeckung an sich kann man hier mit den Ausbuchtungen von unten her einhängen und dann einfach festdrücken. Und dann wird die wieder verschraubt. Und ja, danach einfach alle äußeren Schrauben wieder festziehen und schon hat man das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.